Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Und heute befinden wir uns mal abwechslungsweise mal hier auf dem Dämonenjäger. Dort habe ich momentan gerade das Level 333. Ja, ich würde sagen, das passt ja vom Zufall her. Und zwar hatte ich gemerkt gehabt, dass wir hier in der Schattenwelt noch ein paar Dungeons offen haben. Und zwar wirbelwindmäßig. Ich hatte jetzt in letzter Zeit viele Angriffe hier so in die normalen Dungeons gesteckt, habe versucht, viele Etagen im Märchenturm zu besiegen. Ja, das ist noch ein bisschen schwierig, aber auch deswegen dem geschuldet, weil ich halt auf dem Account hier halt nicht sehr viel Geld investiere. Ich habe hier immer noch die Pilze von damals, also das müssten noch die sein, die ich von euch bekommen hatte, durch diese Aktion mit Dreamscape damals. Und da hatten wir ja ein paar Pilze aufgehoben gehabt, dass ich hier noch meine Alu klicken kann. Die sind noch von damals. Ja, zwischendurch hatte ich hier nicht wieder aufgeladen gehabt. Und ja, da könnt ihr mal sehen, wie sparsam ich hier eigentlich auf dem Account spiele. Und möchte diese Spielweise auch gerne beibehalten. Ja, deswegen ist der Char hier auch erst 333 in Anführungsstrichen. Ne? Jo, und wir versuchen heute auf jeden Fall ein bisschen weiterzukommen in Wirbelwind. Der Wirbelwind hat ja den Vorteil, wenn wir eine Etage legen, ohne dass wir mehr als 10% Schaden bekommen, können wir gleich die nächste Etage angreifen. Ne? Das hat ja der Wirbelwind so an sich und deswegen ist das ganz nice und deswegen gucken wir mal, was wir hier heute so schaffen an Ebenen, so was uns möglich sein wird. Ich gehe mal nicht von aus, dass wir allzu weit kommen werden, ja, weil ich ja doch nicht so sehr stark bin hier auf dem Dämonenjäger. Deswegen halte ich da meine Erwartungen halten sich dort dahingehend in Grenzen. Des Weiteren ist mein Equipment natürlich auch nicht wirklich sehr stark. Sag ich mal, das ist jetzt nicht gerade so das beste Equipment, aber ja, es ist auf jeden Fall besser als gar nichts. So, ne, ist klar. Wer will schon gar nichts haben? Eine Sache können wir mal machen. Und zwar können wir hier mal das mal auswechseln, hier diesen kleinen Edelstein. Der ist mir dann doch ein Dorn im Auge auf jeden Fall. Und ja, das sollte uns wieder ein kleines Stückchen stärker machen. So, weil die großen Edelsteine, die können wir uns ja mittlerweile zumindest schon mal leisten. Zack, haben wir die auch erledigt. Ich kann ja euch gleich nochmal weiter zeigen, was ich hier noch so habe. Eigentlich nicht viel. Ich habe hier das meiste auch heute schon erledigt gehabt. Dadurch, dass ja immer noch hier das Oktoberfest ist, habe ich meine Alu und alles relativ schnell durchgezockt. Und ja, deswegen ist hier heute nichts weiter mehr offen, außer Dungeons. Ne? Und die werden wir jetzt versuchen hier mal ein bisschen zurechtzuweisen. So, wir gehen in den nächsten rein. Mal schauen, der war auch noch easy. Ja, ein paar Etagen werden wahrscheinlich gehen. Was uns natürlich auch wiederum ein bisschen weiter auch voranbringt. Wohl so auch im Level werden wir gleich eins aufsteigen. Denke ich mal, jetzt mit dem Gegner vielleicht. Ja, Stufe 334 haben wir erledigt. Und wir bekommen ganz viele Items, die sind aber noch nicht so viel wert. Ansonsten hebe ich ja die Wirbelwind-Epics immer, die Wirbelwind-Items hebe ich eigentlich immer auf, weil mir die relativ viel Kohle geben, aber die lohnen sich jetzt noch nicht. Die sind noch nicht mal so teuer wie die normalen Items, die man bekommt, also bis zu 2,5 Millionen. Ne? Und die aus dem Wirbelwind können halt auch 5 Millionen oder halt auch 10 Millionen kosten oder Gold bringen, ne? Was man dann gut und gerne bei der Hexe dann in den Kessel werfen kann, wodurch man dann halt wiederum 20 Millionen bekommt. Das lohnt sich dann schon wieder sehr. Und ja, währenddessen räumen wir hier im Hintergrund gerade ein paar Etagen auf. Das ist natürlich sehr nice. Und sobald wir das erste Mal unter 10% Lebensenergie kommen, ja, war es das gewesen hier. Dann müssen wir wieder Pilze dafür bezahlen. Und ja, das mache ich auf dem Account halt nicht. Ich werde hier nicht auf dem Account für Pilze Dungeons skippen. Das hatte ich eigentlich nicht vor und werde ich auch nicht machen. So, was haben wir hier? Hexenkessel, ja nice. Haben wir das auch gleich erledigt nebenbei. Im Vorbeigehen mal so hier den Hexenkessel noch befüllt. Ja, und sich somit die Aufgabe hier ergaunert. So, wir machen weiter. Wartezeit ist noch nicht abgelaufen, da sind wir. Da sind wir ein bisschen zu schnell, mal ab und zu. Ja, der Wirbelwind muss da erstmal hinterherkommen. Unsichtbare Bedrohung. Das sind schon die 10%. Ihr seht, jetzt läuft hier wieder der Counter ab. Eine Stunde müssten wir jetzt wieder warten,
bis wir hier das nächste Mal angreifen können. Wir verkaufen aber erstmal die ganzen Items hier. Zack. Und ja, ich werde nochmal einen Pilz da investieren, weil ich halt gucken möchte, ob wir danach noch eine coole Streak irgendwie hinkriegen, so, ne? Aber erstmal werde ich nochmal gucken, wie es denn hier aussieht. So, ich habe ja gesagt, ich werde nicht pilzen hier, aber mal so kann man ja mal gucken. Jetzt im Video werde ich das mal machen. Das ist mal eine Ausnahme so, aber für mich privat werde ich hier einen Teufel tun und hier Pilze reinstecken in die Dungeons. Okay, ja, brauche ich auch gar nicht weiter probieren. Ist safe möglich mit ein bisschen Pilzaufwand, aber da habe ich, wie gesagt, nicht wirklich Interesse dran. So, wir haben wieder einen Kampf gewonnen. Wir haben weniger als 10% verloren und der Counter wurde wieder aufgehoben. Und wir können hier fröhlich weiterkämpfen, ne? Also es geht auch noch sehr viel weiter hier im Wirbelwind. Und wahrscheinlich mit einem gewissen Pilzeinsatz ist hier wahrscheinlich auch noch so einiges drin. Aber wir werden das wirklich hier heute in Grenzen halten. Und zusehen, dass wir hier nicht allzu viele Pilze ausgeben. Jetzt müssten wir schon wieder einen ausgeben. So, wir gucken mal. Können wir was im Kessel werfen hier. Das ist auch ganz nice. So, zack. Bam, bam. Bam, bam. So, haben wir das auch. Und mal gucken, wir gehen nochmal einen Pilz aus. Mal schauen, wenn sich das Ganze jetzt natürlich häuft, dann hat es für mich natürlich jetzt auch weiterhin keinen Sinn mehr. Ja, das sieht schon sehr danach aus, als müsste ich jetzt so langsam... Ja, guck mal, so langsam werden die Items auch wertvoller. Jetzt kosten die schon 6,4 Mille. Das ist schon okay. Ja, wir sind jetzt hier bei der 187. Wir gehen noch... Ja, ich weiß nicht, wie weit wir noch runtergehen. Eigentlich hatte ich nicht wirklich... den Ansporn gehabt hier, okay, ja gut, jetzt lassen wir es sein. Jetzt müssen wir halt zusehen, dass wir da mit den Free Tries durchkommen. Ja, das Ding ist halt, ich würde ganz gerne tatsächlich, bevor ich in den Wirbelwind weiter durchgehe, weil hier habe ich natürlich noch sehr viele Möglichkeiten, noch weiter aufzusteigen. Hat man ja gesehen, aber halt, ja, man muss halt gucken, dass man das Ganze dann mit Free Tries macht, dann dauert das natürlich dann bedeutend länger, aber es ist natürlich nicht unmöglich. Ich hätte halt ganz gerne noch die letzte Etage im Märchenturm geschafft noch, bevor ich in den Wirbelwind, wie gesagt, weitermache. Ja, allerdings ist das ziemlich schwierig aufgrund der Problematik, dass ich meine Begleiter nicht gut ausgerüstet habe. Oh, das hätte ich heute in die Toilette schmeißen können hier. Vielleicht hätte das ein Begleiter gebrauchen können. Mal gucken, kann das hier noch irgendjemand gebrauchen hier? Nö. Nö. Okay. Dann zerlegen wir das Teil mal, dann brauchen wir das nämlich nicht mehr im Inventar. Der Rest, ja, müssen wir mal schauen, wie es aussieht. Außerdem müssen wir erstmal ein paar Edelsteine wieder farmen hier. Das kann auch noch einiges an Zeit kosten. Wir machen nochmal einen Versuch hier rein in den Märchenturm. Vielleicht haben wir ja Glück, ja, und besiegen hier den Gegner. Ein paar Nebenattribute kann ich auch mal wieder skillen. Ja, kann ich mal machen. Da habe ich jetzt gar keinen Bock zu, ehrlich gesagt. So, wir schauen mal. Der letzte Gegner hier doch ein bisschen stärker als die Gegner davor. Aber ist ja auch der Endboss hier vom Märchenturm, ne? Und ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir den hier besiegt bekommen. Ist nur eine Sache, kommt halt drauf an, ob mein Dämonenjäger sich wiederbelebt oder nicht. Je nachdem ist der Gegner halt eben drinne oder halt eben nicht, ne? Davon hängt alles ab, sozusagen. Insbesondere halt auch von der Kunigunde, aber von der nicht ganz so viel, weil, ja, die halt auch nicht so den Mega-Schaden raushaut. Mein Marquardt hat hier keinen einzigen Crit rausgehauen. Das trägt natürlich auch immer noch ein bisschen mit dazu bei, ne, dass der Kampf hier eventuell in die Hose gehen würde. Aber am meisten kommt es halt darauf an, dass mein Dämonenjäger sich halt wiederbelebt, weil das ist die Haupt-Damage-Quelle, die ich hier habe, von allen Leuten, die mir hier zur Verfügung stehen. Und ja, so eine Wiederbelebung wäre auf jeden Fall schon fast ein safer Win. Würde ich mal nicht sagen, wenn meine Begleiter hier komplett verkacken. Kunigunde regelt nochmal ein bisschen was, wird jetzt aber auch eliminiert. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wenn wir nicht wiederbelebt werden, dann war es das mit dem Kampf gewesen. Falls wir wiederbelebt werden, die Chance steht 1:4, dann haben wir auf jeden Fall ganz gute Karten. So, mal schauen, wenn wir dann noch ein paar Crits raushauen hier, bevor wir hier eventuell wiederbelebt werden. Nochmal ein Crit. Ja, jetzt nochmal wiederbelebt werden. Schade.
Ja, aber ihr seht es auf jeden Fall, ist der Gegner hier auch drinne mit einer Wiederbelebung und ja, ihr habt es gesehen, ist, denke ich mal, auf jeden Fall machbar. Hätte den Marquardt vielleicht 1-2 Mal mehr gekrittet, bräuchte ich mich wahrscheinlich nicht mal wiederbeleben, aber hat er auch nicht gemacht. Ja, aber werden wir auf jeden Fall die nächsten Tage hier auch hinkriegen. So, komm, wir machen nochmal ein Try. Ein Try machen wir nochmal. So, wir skippen mal durch zu meinem Main hier und schauen uns das Ganze nochmal an. Falls das jetzt nicht klappt, dann wird das für heute gewesen sein. Ja, da müssen wir halt warten, bis wir wiederbelebt werden. Ich glaube, ich mache diesen Gegner hier halt noch vorher. Also ich mache den safe vorher noch. Wie ich mir so die Kämpfe hier angucke, ist der halt easy machbar. Brauche ich nur ja, ein paar Mal noch angreifen, hoffen, dass ich wiederbelebt werde. Jetzt vielleicht... Schade. Ja, also wie gesagt, das Ding ist auf jeden Fall machbar. Ja, ey, jetzt juckt mich das aber hier in den Pfoten, ne? Komm. 3, wir gehen noch bis 390 runter und dann ist aber gut hier. So viel Pilze habe ich schon ewig nicht mehr auf dem Account hier ausgegeben. An einem Tag. Ja, die Wiederbelebung, er gönnt die Wiederbelebung nicht. Ja gut, es soll nicht sein. Es soll nicht sein, dann ist es so. Ja, aber wie gesagt, den Gegner werde ich mir hier vornehmen auf jeden Fall, bevor ich weiter meine Free Tries in die Wirbelwind-Etagen stecke. Gut, das soll es soweit für heute gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.